Das? Fried... Fried? Sieg? Friedsieg? Okay. Sieht jetzt nicht so aus, als käme ich... Doch, hier komme ich wohl durch. Beschriftet mit der Abkürzung IHGR. Bin ich jetzt hier am Hafen schon? Oder wie? Scab? Huch. Call me mañana. Oh, ich wollte da gar nicht unbedingt hoch. Streikbrecher? Fragt der Mann mit den fröhlichen Augen und neigt den Kopf. What did he just call you? Oh no, not this again. You just got away from that fucking kid. Ich bin kein Streikbrecher, ich bin Polizist. I was just messing with you. No one's ever seen a cop, Scab. Imagine, you cops going on a strike, but then another cop comes in and says, let us cop for less money. Er kichert, doch dann realisiert er etwas. Speaking of, what brings the RCM here? To the wild north? Come to see the strife? Okay. Ich bin nach Martinez gekommen, um in einem Mordfall zu ermitteln. Murder, huh? That sounds like a lot of hard work. You'd never see me investigating a murder. Vielleicht wollen Sie mir helfen, den Fall zu lösen, indem Sie mir verraten, wer es war. Of course, Policia. It wasn't me. You can rule me out. Easier that way. Perfekt. Should we? He's nice. I don't like nice. Hey, Sie sind der Stiefelträger an den Toren. Kuno hat gesagt, Sie wüssten etwas über die Rüstung. The little boy had the good on his promise. Sein Versprechen. To get me into trouble. To sick the pigs on me. Pardon the choice of words. Not mine. Ich weiß schon, wie er spricht. What happened? I was asked to look into that armor situation. Official union probe, you know. Track it down, see who took it. Did you? At first I thought, why not? Maybe the pieces can feed the strike. Buy us a few more days under the sun, you know? So I went to this boy. He said he'll make me his prison bitch. He's got eyes everywhere, the cops in his pocket, and he's the king of Jamrock. Das ist ein typischer Kuno. Serves me right for doing menial footwork. I dropped that probe right then and there, and it still got me into trouble. One bad move is all it takes. Die Rüstungsuntersuchung. Was haben Sie dabei herausgefunden? I learned that people don't want to talk to a drunk union man about some armor. What else? Not much. Technical stuff mostly. That was the interesting part. Was für technische Details haben Sie in Erfahrung gebracht? I did some research into this armadura. Let's say I have friends at the library. I didn't get into the material science, just how it comes off. How does it come off? In parts. 4 in total. The helmet was the first to go. The kid says he tore it off and kicked it into the sea. I believe him. The boots were still on the guy last I saw. Too hard to remove. So, as I count, there are 2 parts missing. The gauntlets and the cuirass. This is where I left off. Too much hassle. More like a job for some militia. Moment, 4 Teile. Helm, Kürass, Handschuhe, Stiefel. Was ist mit der Hose? Oh, they're just gone. They don't exist anymore, if they ever did at all. Forget about them. I did. Okay. Einfach keine Fragen stellen. Ich bin ehrgeizig. Ich werde die ganze Rüstung finden. Alle Teile. Das ist mein Vorhaben, aber ich werde es wahrscheinlich nicht hinkriegen. All of it? There are junior officers out there, eager to prove themselves. I would leave some for them, and I would leave the boots to processing, but okay.
Let's find all of it. A Mesque is epic then, all across Martinez. I hope it will be a real bonanza for you. Also hat Kuno uns benutzt, um was zu tun? Ihnen Angst einzujagen? It's a minor nuisance. It's all good. Er denkt darüber nach, einen Schluck aus seinem Flachmann zu nehmen. He thinks, not yet. Better to get this business out of the way. Sweeter then. Danke für Ihre Mithilfe. No problem. If you see that kid, thank him from Call Me Mañana. Thank him for showing me the way. He is sincerely grateful he is not tracking down pieces of armor right now. Okay. Ich brauche Hilfe bei einer gewissen Leichenproblematik. Body still hanging in the tree? Hey, that's a rough pickle. Can't help you with that, sorry. I'm not really an admirer of dead bodies. Might be someone else from the Union can render assistance. Heißt das, dass Sie mich durch das Tor lassen können? I don't operate in that capacity. I'm not a granter of passage. The passage grants itself. So einfach ist es. Ich kann einfach hineinspazieren, Aye. Walk right past Measurehead and go in. an Schädelmesser vorbei. Yeah, the 2.5 meter tall Semini Supremacist is there. Klar, Walk right past him, verstehe. then press the button to unlock the door, Aha, then go past him again, okay. and you enter the arbor through the office. Está. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass es nicht ganz so einfach wird. Don't worry, I'm sure it's not completely impossible. For example, you could best Measurehead in a physical confrontation, Klar, or you could convert to a Semini Supremacist worldview, or maybe it actually is completely impossible. okay, also man müsste komplett deiner Meinung zustimmen. Hat ihn hier schon einmal jemand in einer körperlichen Auseinandersetzung besiegt? Not yet, no. He's incredibly strong. Nothing a couple of solid hooks from Dexter and Sinister won't fix. Ja, ich weiß nicht, ob ich dafür stark genug bin, keine Ahnung. Hat schon irgendeiner der Streikbrecher versucht, seine Weltanschauung anzunehmen? Jean-Luc himself would say the philosophy has proven overly heroic for the scabs to convert to. Not enough intuition. Sure, Er pfeift eine fröhliche Melodie, der Wind zerzaust ihm den Schnurrbart. Worum geht es bei dem Streik überhaupt? you know, serious business. I'm sure the big boss would be glad to tell you. You'll have to ask him first. He's a chatty guy. Wants to talk about the strike. Return once you've met the union boss and are on a better footing with the organization. Okay. Ich bin gerade ein bisschen knapp bei Kasse. Können Sie mir ein bisschen Geld geben? Bestimmt. Sure thing, my friend. I can help you out. Wow. Wir können es versuchen. Ist ja so peinlich, wenn es nicht klappt, ne? The coin Yes. lands into your hand as if it has always belonged there. The swallow returns. Besten Dank. Always glad to help out the RCM. Shame I can't do more. Things are meager at the moment due to... Er deutet mit einem Nicken auf die Demonstranten. Ja, leider brauche ich 130 Real. You know, the winter's fat is slowly running out and all. Still better than scabbing though. Die Gewerkschaft hat Probleme, über die Runden zu kommen. Nothing to worry about really. The jam's a bit of a mess, cargo can't get in or out. The rationing is a bit stricter is all. Supplies should last the strike though. Auch Kleinvieh macht Mist, wissen Sie. I'm always glad to help out when possible. Not like these slithering scabs. Er beobachtet sie ungläubig. Nettes Gespräch, ich muss jetzt los. Oh, wow. Er hat gespeichert. Das ist ein bisschen erschreckend immer. Was ist das? Ist denn der Gewerkschaftsboss irgendwo hier? Weil ich will jetzt eigentlich noch nicht.
wollten noch andere Sachen erledigen. Auf einem Schildchen steht im Streikfall Knopf hinter Wache drücken. Eine hermetisch verschlossene Tür, sie ist elektronisch verriegelt. Diese Tür lässt sich weder knacken noch eintreten. Na gut. Ich denke, ich müsste an diesem Schädelmesser vorbei, um mit dem Boss zu sprechen. Aber kann mit den Normalen aber nicht reden, oder? Nee, nur mit ihm könnten wir reden. Wer ist er denn? Oder ist er der Boss? Bastards! Ach nee. We have a right to work! Brüllt der Mann in Richtung der Hafentore. Seine Stimme ist die lauteste in der Menge und klingt für einen Mann seiner Größe eigenartig kreischend. Das ist der Anführer der Streikbrecher, okay. Was ist hier los? Hold up and stay frosty, everyone. Cops are here. Der Leitwolf mit den breiten Schultern dreht sich zu dir. Er überragt alle anderen hier um einen ganzen Kopf. You here to fuck with us? Beat the honest worker down. Warum sollte ich? We're here to fight for a cause. Stripes usually have problems with people who have causes. Okay, nein, ich schätze nicht. Good. We're fighting for a cause here. Right to work! Right to work! Besides, we're not that different. It helps if people see us talking, cops and strikebreakers together. Shows authorities are on our side. Builds confidence. Von was für einem Ziel reden wir? Rights of people. Rights of workers. To have gainful employment. To make a salary. And feed their families. Ich glaube nicht, dass ich mich bereits auf eine Seite geschlagen habe. Might be time. Don't let the fat bastards tread on you. Cops tend to side with the higher-ups, but you're essentially still workers. I don't trust cops, but I can see you understand the right to work! Right to work! Wie dem auch sei, ich habe einige Fragen an Sie. Maybe you should ask them the questions, like why we're not allowed to make a living here. Shame on you! We have families to feed, you piece of shit. Er zeigt mit dem Finger auf den Mann, der auf dem Geländer sitzt. So do we, Scott. Schreit der herumlungernde Mann zurück. Ich will auch in den Hafen. Have fun. Union shits are on full strike. Don't think they're going to let you through the gates. I'm trying to meet their fat boss. Befrage die Leute zu einem Mord, der sich hier ereignet hat, hinter dem Hostel dort. I know nothing about a murder. Seine Antwort ist scharf und knapp. Dann weiß er vielleicht doch was. The mention of a killing sends a barely noticeable shiver of tenseness through him. Interesting. Warum so angespannt? What are you talking about? I'm not tense. Doch. Yes, he's tense. And dangerous. Somewhere below it all. Right to work! It's shameful. Cops doing nothing. You should bring backup. Open up the gates for us. Blockading gainful employment for workers is a crime. Das ist echt nicht mein Fachgebiet. We are not picking a side in this just yet, sir. Pity. Let us work! Was ist ein Streik? When a bunch of ungrateful, lazy cockroaches can't get their act together, decide to block honest work for other people. Er bewegt sich unbehaglich in seinem Arbeitsanzug hin und her. Was wollen die Streikenden? Beats me. They mumble nonsense about boardrooms and workers' rights, while we have the right to work! When the man moves around, you perceive some serious abs underneath his tight-fitting shirt. This man is in shape. Er ist stark, vielleicht könnte er helfen mit der Leiche.
There's something odd in the way he carries himself. His set of clothing looks vaguely mismatched. The different pieces of the attire seem ill-fitting. Unstimmig. Was bedeutet das? His shirt is far too small and an unpleasantly tight fit, while the overalls, held up by a belt, seem to fit a man with much more corpulence. Ist Ihre Kleidung neu? He ignores your question, choosing instead to turn to the emaciated workers, raising both fists in the air. The clothes are obviously not his. You've been talking to him for quite a while now. Something is off with this guy. Ask him where he's from. Okay, ich muss fragen, woher genau kommen Sie? What's it to you? Jede Silbe trieft vor tiefsitzendem Misstrauen. Ich bin neugierig. Ich werde herausfinden, was es mit diesem Streikchaos auf sich hat. Big mess caused by union greed. But I only fight for the rights of people. Das verstehe ich schon. Ich interessiere mich für Ihre Herkunft. We're all workers, right? Workers stick together. Came from the eminent domain, in Jamrock. Backgrounds in odd jobs, heavy lifting, cargo hauling, bouncer work. I know the drill. Ist er vielleicht bezahlt dafür, das hier zu machen? Sie waren Türsteher. Wo? Ich besuche viele Bars. Vielleicht ist es eine, die ich kenne. Worked at Territorial. Ring a bell? Nie davon gehört. Lügen Sie? We're done here. I have a strike to break. Okay. Right to work! Right to work! Shame on you! Ich hatte noch nicht alle meine Fragen gestellt. Ich hatte noch nicht alle meine Fragen gestellt. Things are busy enough. You going to waste less of my time? Vielleicht. The hulking man oozes stark skepticism. Wer sind diese ganzen Streikbrecher? Honest men and women with rights to work, to be useful, not toys for corporate interests. Der Mann fährt sich mit der Hand durch sein stetig grauer werdendes und militärisch geschnittenes Haar. We came here to help the harbor run smoothly in time of crisis. If union fucks don't want work, they ought to let in those who do want work. I have a question. Why do all these men follow your leadership? You think they follow because I'm big and loud? No. They follow the rules of the market, the rules of the economy, because they were given a job to do! Welches Ziel verfolgen Sie hier genau? We were promised work. We'd be in there, working, if the bastards hadn't shut the gates. Und Sie können sich keinen Zugang verschaffen? Main gate's locked. Would take heavy ordnance to bust it open. Could try to get in through the secretary's office. Door's locked. The guards blocking the way to the access panel. And I don't mean the scrawny mess punk either. I mean head measurer. Or whatever he is. Schädelmesser heißt er doch, oder? Wieso reden Sie nicht einfach mit den Gewerkschaftlern? Like civilized folk, you mean? These native fucks don't understand civilized. It would be better for the neighborhood if you went home, at least for now, if you can't get in anyway. No! They will give up eventually. Or get drunk. Leave the button unguarded. Then we charge. Der Mann kratzt sich im Kiefer. Er ist perfekt geformt, kantig von leichtem Bartwuchs bedeckt. Ich verschwinde jetzt einfach. Was haben wir hier? Früher haben die Lastwagenfahrer hier vermutlich Benzin gelagert. Heute lagern sie Alkohol. Ja. Ist das das Auto? Ein
ausländischer Wagen. Gut in Schuss gehalten. Aha. Was ist das? Nein. Ich drehe irgendwelche Kreise. Was ist das?